Studium, Arbeit, Teststaff und einige andere Deutschprüfungen, das sind alle Situationen, in denen man eine Grafik beschreiben muss. In diesem Video werden wir die Grafikbeschreibung Schritt für Schritt durchgehen, sodass ihr sie bis ins Detail beherrscht. Zuerst müssen wir uns fragen, was ist überhaupt eine Grafik? Dieses Wort hat mehrere Bedeutungen, aber hier wollen wir uns auf eine Definition konzentrieren. Und zwar die Definition, die in Wissenschaft und Forschung benutzt wird. Eine Grafik ist etwas Visuelles, das das Verhältnis zwischen mehreren Zahlen veranschaulicht. Man findet Grafiken beispielsweise in Zeitungen, um das letzte Wahlergebnis darzustellen, oder in Reiseführern, um die durchschnittliche Temperatur im Land zu zeigen. Eine Situation kann aber immer mit mehreren Grafiken veranschaulicht werden. Das bedeutet, die Grafik, die ausgesucht wird, hat immer eine Bedeutung. Bei einer Grafikbeschreibung wird man die ganze Grafik analysieren, um anschließend zu interpretieren und zu präsentieren. Es ist wichtig, eine gesetzte Struktur zu haben, sodass man in der Situation nicht über die Reihenfolge nachdenken muss. Man fängt am besten mit einer Einleitung an. Hier beschreibt man erstmal die Basics, also Titel, Art der Grafik, Quelle und das allgemeine Thema. Dann kommt man zum Hauptteil. Das ist der Teil, der richtig schwer sein kann, weil man nicht einfach alle Informationen in der Grafik wiedergeben sollte. Man muss die Grafik gründlich analysieren, um zu wissen, was die 3 wichtigsten Aspekte sind. Gibt es Werte, die besonders hoch oder besonders niedrig? Gibt es auffällige Veränderungen oder Muster? Wie unterscheiden sich die Datenpunkte voneinander? Dein Ziel ist es, die wichtigsten Informationen hervorzuheben und in einem klaren, verständlichen Text wiederzugeben. Dann kommt der Schluss. Hier solltet ihr die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen. Wenn möglich, könnt ihr auch mögliche Erklärungen für die dargestellten Trends und Veränderungen erläutern. Was denkst du, wie es in Zukunft aussehen wird? Meinst du, dass die Trends sich weiter so entwickeln? Was ist deine Prognose? Wenn man mehr Kontext hat, also einen Text dazu oder das Thema aus dem letzten Meeting oder aus der letzten Kurssitzung, dann sollte man versuchen, diese am besten zu verwenden. Ist die Grafik zum Thema Alkoholkonsum im Jugendalter und der Kurs geht um Sucht, kann man seine Überlegungen dazu äußern, ob Alkohol im jüngeren Alter das Risiko einer Suchterkrankung erhöht. Ist die Grafik zum Thema Verkäufe in diesem Quartal und du weißt aber, dass die neuen Mitarbeiter erst am Ende des Quartals eingearbeitet wurden, dann könntest du die Theorie aufstellen, dass die Verkäufer noch besser aussehen werden im nächsten Quartal. Also, vermeidet unnötige Details und konzentriert euch auf das Wesentliche. Jetzt machen wir eine Grafikbeschreibung zusammen. Und zur Erinnerung, wir sollten nicht alle Daten, die in der Grafik enthalten sind, nennen. Es geht eher darum, die Grafik zu analysieren, das heißt, die wichtigsten Entwicklungen zusammenzufassen. Lass uns mit den formellen Informationen anfangen. Welche Art von Grafik sehen wir? Das hier ist ein Säulendiagramm. Und falls du nicht alle Grafiken schon kennst, keine Sorge, ich mache bald ein ganzes Video nur dazu. Das werde ich dann hier oben verlinken, irgendwo und natürlich in der Videobeschreibung. Welchen Titel hat die Grafik? Die Grafik hat den Titel Abwärtstrend bei Plastikvermeidung. Welche Quellenangabe hat die Grafik? Die Grafik stammt aus Statista Customer Insights. Welcher Zeitraum wird in der Grafik beschrieben? Die letzten 5 Jahre, außer 2022, da diese Daten nicht vorhanden sind.
Welche Maßangaben werden benutzt? Die Daten werden im Prozentsatz der deutschen Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren angegeben. Hier könnte man auch gegebenenfalls andere Sachen erläutern, wie die Unterschrift oder die Achsen. Jetzt kennen wir die Grafik von der formellen Seite, aber nun wollen wir auch die inhaltlichen Informationen anschauen. Hierbei habe ich 3 Fragen. Werden Entwicklungen dargestellt? Ja, auf jeden Fall. Wie im Titel beschrieben wird, sehen wir einen Abwärtstrend. Das bedeutet, dass Plastik immer weniger vermieden wird. Gibt es Extremwerte? Extremwerte sind die Werte, wo es sehr, sehr hoch ist oder sehr, sehr niedrig ist. Und hier in dieser Grafik ist es ziemlich interessant, weil wir nicht wissen, ob der erste Datenpunkt wirklich extrem ist, da es sein kann, dass die Zahl sogar noch höher war im Jahr 2019. Das gleiche gilt für den Tiefpunkt im Jahr 2024. Es kann sein, dass es noch weiter abnimmt. Dementsprechend würde ich diese 2 Datenpunkte nicht unbedingt als Extremwerte bezeichnen. Und gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Datenpunkten? Bei dieser Grafik ist es nicht wirklich der Fall, dass wir Gruppen bilden können. Was wir hauptsächlich sehen, ist eben diesen Trend nach unten. Und der letzte Schritt ist eben, dass wir Hypothesen bilden und unsere Beschreibung abschließen. Wir sollten uns fragen, was in Zukunft passieren könnte. Und wir müssen einen Grund dafür haben. Also, warum denkst du, dass das in Zukunft passieren könnte? Wir könnten beispielsweise davon ausgehen, dass die Zahlen noch weniger absteigen. Also, dass dieses Jahr noch weniger Leute absichtlich Plastikmüll vermeiden, da dieser Trend schon seit mehreren Jahren besteht. Dazu können wir sagen, was Gründe dafür sein könnten. Zum einen könnte es mit der wirtschaftlichen Lage in Deutschland zu tun haben. Plastik zu vermeiden ist oft teurer und dementsprechend muss man vielleicht dieses Ziel aufgeben, wenn man mehr aufs Geld achten muss. Dazu kann es sein, dass Hygiene eine noch wichtigere Rolle spielt als am Anfang von 2020, als die Corona-Pandemie angefangen hat. Es kann sein, dass die Bevölkerung sich sicherer und hygienischer fühlt, wenn Lebensmittel oder andere Produkte in Plastik verpackt sind. So würde ich vorgehen, wenn ich eine Grafik beschreiben müsste. Als nächstes werde ich eine komplette Grafikbeschreibung machen, sodass ihr sehen könnt, wie das ist, wenn es komplett flüssig ist. Hier ist die Grafik und ich werde sie jetzt beschreiben. Die vorliegende Grafik ist ein Streudiagramm mit dem Titel Anteil der Internetnutzer in Deutschland in den Jahren 2001 bis 2023, veröffentlicht von Statista. Auf der X-Achse sind die Jahre dargestellt und auf der Y-Achse der Prozentsatz der Internetnutzer. Im Allgemeinen sehen wir einen klaren Trend in Richtung 100%. Auffällig ist, dass dieser Trend weniger stark war, ungefähr zwischen den Jahren 2011 und 2015, wo der Anteil fast konstant geblieben ist. Das blieb aber nicht lange so, da die Zahlen weiterhin nach oben gingen. Zusammenfassend zeigt die Grafik, dass Internetnutzung nicht mehr besonders ist, wie es vor 20 Jahren war, sondern jetzt ist es der Fall, dass mehr als 9 von 10 Menschen das Internet benutzen. Schon seit 2004 nutzt die Mehrheit der Bevölkerung das Internet. Ich würde vermuten, dass dieser Trend weiterhin nach oben geht, obwohl er sich bestimmt verlangsamt, da er sich schon an das Maximum, also 100%, nähert. Dass wirklich die ganze Bevölkerung das Internet verwendet, wird noch dauern. Aber 99% ist schon in Sicht. Dieser Trend könnte daher kommen, dass Geräte, die Zugang zum Internet ermöglichen, immer kostengünstiger werden. Dazu kommt, dass viele Jobs und Bewerbungen darauf nur mit Hilfe des Internets möglich sind.
Abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, sodass du das nächste Video nicht verpasst. Also, bis dann!